8 verschiedene Camper aus NRW machen sich auf große Reise. Die schönsten Erlebnisse, die größten Herausforderungen und die emotionalsten Momente. Jetzt bei Wir werden Camper, unsere besten 2023. Neues Jahr, neue Reiseträume. Ich zeige Ihnen heute ganz tolle, außergewöhnliche Reiseziele. Traumhaft schön wirklich, für Camper oder auch für Nicht-Camper. Mal sehen, vielleicht erfasst Sie in diesem Jahr ja auch das Campingfieber. Bevor meine Reise losgeht, muss ich mir aber erstmal das passende Mobil aussuchen. Und deshalb bin ich hier in Hagen bei einem Wohnmobilverleiher. Moin! Hi, Daniel. Hi, grüß dich. Hallo, Nicole. Schön, dass du da bist. Ja, Hi. danke. Ich bin auf der Suche nach dem richtigen Gefährt für mich. Ich hätte hier ein schönes für dich. Ja gut, komm, dann lass uns doch mal reingehen. Zeig mir mal ein bisschen was. Ja, sehr gerne. Wohin meine Reise gehen soll, wird noch nicht verraten. Das passende Fahrzeug scheine ich aber auf jeden Fall schon mal gefunden zu haben. Das ist ja schon eigentlich ganz angenehm. Hier hat man auch seine Privatsphäre, wenn man will, ne? Dazu noch ein schickes Badezimmer. Und fürs Entertainment ist auch gesorgt. Ich kann ja eigentlich dann von allen Seiten. Du kannst von allen gucken, ne? Seiten, Ich kann hier, genau, okay, ja. jetzt dürfen die Kinder mal nicht gucken vorne, jetzt sind die, die Eltern Kinder. dran. Und jetzt dürfen die Kinder gucken, ne? Ja. Ja. Je nachdem, wo die Kinder oder die Eltern liegen. Und jetzt kommt ja der richtige Clou. Wenn ich auf Toilette sitze, so, kann ich auch noch Fernsehen gucken. Ja, wird schwierig, ne? Ja, cool. Ja, nicht schlecht. Das ist einmal, finde ich, sehr durchdacht. Also funktional und vor allem sicher verstaut. Ne? Jetzt für die Fahrt, zack, Ja. ist er wieder drin. Ja, Und so soll es sein. wunderbar. Ja, perfekt. Spanien im Herbst. Für Petra und Rüdiger Erbslö aus Meerbusch gibt es kaum was Schöneres. Mit ihrem Wohnmobil sind sie auf großer Entdeckungstour. Wo muss ich denn jetzt rein? Wir fahren, wo du jetzt gerade rein wolltest. Ich weiß das nicht mehr, wo das ist. Ganz ruhig, da hinter dem Schild. Seit 2 Jahren sind die Erbslös mit ihrem Wohnmobil in ganz Europa unterwegs. Und von Reisemüdigkeit noch keine Spur. Eines ihrer Ziele, der größte Garten von Blanes, der Jardí Botànic Marimurtra. Auf 4 Hektar erlebt das Ehepaar eine Reise durch die 5 Kontinente der Erde. Das ist sehr schön, Petra. Sehr schön. Jetzt hättest du mein Fernglas mitnehmen können. Hätte ich. Boah, muss ich denn an alles denken? Aua! Bei ihren Reisen entdecken sie immer wieder etwas Neues. Guck dir das mal da oben an, Petra. Ach, ich fand das schon von Da hier oben. unten so ruhig. Das war gut. Also das ist ja... Ach, da oben das Haus. Ja. Ja, da hast du einen Blick. Zeit für eine wichtige Erkenntnis. Ich würde mein Campingmobil nicht abgeben wollen, um hier in diesem Haus zu wohnen. Nö, dann wäre ich ja immer nur hier. Ich möchte aber mehr sehen. Ich möchte meine Zelte oder mein Wohnmobil wieder packen und dann weiterfahren. Und was Neues kennenlernen. Und diese neuen Eindrücke dann einfach auf sich wirken lassen. Luxus ist, hier zu sitzen, das genießen zu dürfen, die Schönheit, Ja, das zu die sehen. einen sprachlos macht. Mehr braucht es nicht. Nee. Wie recht die beiden doch haben. Dorsten im Ruhrgebiet. Hier erfüllen sich Britta und Andreas mit ihrem Wohnauflieger in XXL einen großen Traum. Ich war noch nie am Atlantik, an der atlantischen Küste in Frankreich. Und die möchte ich unbedingt mal sehen. Und an der Loire, das ist einfach eine Neugier wieder. Eine Neugier, das alles mal gesehen zu haben. Auf geht es in den Westen Frankreichs. Mit dem Camper nimmt sich das Paar ausreichend Zeit für Neuentdeckungen. Wie die Schlösser der Loire. Einfach nur traumhaft schön. Und auch die Campingplätze sind immer eine Reise wert. Man sieht, das ist so französische Lebensqualität. Ne? Dann kannst du dich dahinter hinstellen und nicht irgendwie eine Parzelle, die du dann anhalten musst. Also da bin ich überrascht. Und dann das hier, ne? Du stehst direkt am Wasser. Von ihrem Campingplatz aus sind es zu Fuß gerade einmal 10 Minuten bis zum Schloss Azun-le-Rideau. Das wollen sich Britta und Andreas nicht entgehen lassen. Ich bin Celine und werde also die Führung machen. Das ist wundervoll. Prima.
Im Schlossgarten eröffnet sich Britta und Andreas ein Meisterwerk der frühen Renaissance. Das Wasserschloss vereint italienische Architektur und französische Baukunst in schönster Lage am Fluss Indre. Auch im Schloss gibt es jede Menge zu entdecken. Nur Hund Toni darf nicht mit rein. Andreas muss mit ihm draußen bleiben. Bis später. Bis später. Lasst mich ruhig alleine. Die Räume im Schloss sind gut erhalten und voller Prunk und Kunst der Renaissance. Aber Britta hat auch ein Auge für weniger feudale Dinge. Die Geheimnisse der alten Mauern haben es ihr angetan. Und hier, das ist ein Wehrgang. Darf ich da mal reingucken? Ja. Das finde ich spannend. Also ich liebe diese Steinfarbe so sehr. Ach, schön was. Und das war erst der Anfang, denn weitere traumhafte Ziele liegen noch auf ihrer Entdeckungsreise. Wir sind am schönen Gardasee. Hier genießen die Schwestern Annette und Melanie die Zeit mit ihrer besten Freundin Heidi. So Mädels, ich habe euch ja versprochen, heute haben wir ein bisschen Spaß. Und es ist nicht der Schwan, wo ihr gleich drauf schwimmen dürft, sondern ich habe uns was Schönes organisiert. Schaut euch's an. Oh, ein Träumchen. Heidi! Ja, Ich dachte, das ist ein Ruderboot. Was geht denn heute ab? Kannst Ja? du das fahren? jo, du, ich habe einen Schein. Habe ich das nicht gesagt? Guck mal, was die uns alles verheimlicht. Was eine Wasserratte. Ja, Wollen wir ein bisschen Spaß haben? ich finde schon. Okay, los geht's. Schon seit 16 Jahren hat Heidi ihren Bootsführerschein. Heute übernimmt sie das Steuer und die beiden Schwestern können sich zurücklehnen. So, auf einen schönen Trip. Du weißt, dass der Gondoliere singt? Du musst singen. La Cucaracha. Das ist nicht italienisch. La cucaracha. Menne, menne. Heidi hat das Boot für 3 Stunden gemietet. Mit 6 Metern Länge könnte das auch gut mit einem Wohnmobil mithalten. Die 40 PS allerdings weniger. Oder doch? Melle, ich gebe jetzt einmal Gas. Bitte festhalten, ja? Okay, halte euch fest. So schön als Autofahren. Die 3 Freundinnen genießen ihre Freiheit. Auf dem größten See Italiens. Ist das schön oder ist das schön? Dann ist Zeit für eine Abkühlung. So, notfalls, hier sind die Seile, ne? Dann könnt ihr mich retten. Oh Gott, die geht tatsächlich rein. Oh. Ich gehe grundsätzlich in keinen See. Das gleiche mit dir. Das ist irgendwie, nein. Und ich liebe das Meer. Bis zur Hüfte. Und dann ist auch Ende. Diese Einstellung teilen die anderen beiden überhaupt nicht. Trau dich! Nach der Abkühlung heißt es dann nur noch entspannen. Auch einen schönen Tag. Ein Stützchen. Camping am Gardasee. Das heißt auch, mit wenig Aufwand so richtig schön die Seele baumeln lassen. Wir haben gesehen, man muss gar nicht wirklich weit wegfahren, um richtig tolle Orte kennenzulernen. Genauso wie ich das gleich machen werde. Für mich geht es nämlich gleich ins Sauerland an den Sorpesee. Aber bevor es losgeht, wollen wir mal mit dieser kleinen Safety Car checken, ob wir überhaupt fahrbereit sind. Externer Stromstecker ist abgezogen, jo, die Auffahrkeile sind entfernt, Antenne eingefahren, Fenster verschlossen, Gas abgestellt und die Schränke verriegelt. Haben wir alles gemacht, demnach sind wir klar. Ich finde ein nettes kleines Helferlein, sowohl für Campinganfänger, aber auch für die alten Hasen. Wenn man halt so in seinen Routinen ist oder es auf einmal mal schnell gehen muss, übersieht man ja doch das eine oder andere. In Bonn haben David und seine Freundin Alex einen großen Traum. Die beiden sind riesige Fans dieser Fahrzeuge. Unimogs. Und genau so einen wollen sie nun zum Campervan umbauen. Gemeinsam mit einem Freund holen sie ihr neues Campingfahrzeug ab. Also ich sehe den heute zum ersten Mal und bin total gespannt. Der sieht ja auf Fotos immer kleiner aus als in Realität. Also ich bin gespannt, was mich erwartet und bin schon ganz aufgeregt.
Jetzt sehen Sie Ihren neuen Unimog zum ersten Mal live. Da ist er. Er ist echt. Er ist echt. Groß. Er ist echt und groß. Nämlich 7 Tonnen schwer, 6 Meter lang und gute 2 Meter breit. Wahnsinn, ne? Ein 30 Jahre alter Feuerwehr-Unimog. Der Feuerwehraufsatz, in dem bisher Schläuche, Pumpen und Werkzeug gelagert wurden, soll zu einem gemütlichen Wohnmobil umgebaut werden. Alles in Eigenregie. Also hier wird der Eingang sein, untypisch für Camper. Normalerweise geht man immer an der Seite durch so Türen rein. Hier ist es halt vorgegeben quasi. Wir möchten diesen Charme von diesem Feuerwehrauto erhalten und lassen auch deswegen diesen Koffer erstmal drauf und arbeiten mit dem, was wir haben. Einen Namen hat das Fahrzeug auch: Feuermog. Bevor es aber damit auf große Reise geht, steht jede Menge Arbeit an. Zunächst einmal wird der Aufsatz komplett entkernt. Jawohl! Bam! Da ist die Gewalt. Viel Arbeit, aber auch jede Menge Spaß. So gehen David und Alex an die Umbauarbeiten heran und werden letztlich belohnt. Du kannst die auch noch abmachen, die beiden hier. Also ich schätze, wir haben 500 Kilo Metall aus der Karre rausgeholt. Das ist der Wahnsinn. Jede Menge Metall rausgeholt und richtig viel Holz reingepackt. Ein halbes Jahr Arbeit und 25.000 € haben Alex und David in den Oldtimer investiert. Wir haben jetzt den Boden zu Ende verlegt, einen Teppich reingelegt für die Gemütlichkeit. Wir haben die Seitenwände mit Zirbenholz verschalt. Dahinter sind die Wände mit Schafwolle gedämmt. Das hält schön warm. Und Strom gibt es dank 2 Solarpanels. Grundlagen laufen jetzt erstmal. Technik funktioniert, Heizung funktioniert, Kühlschrank funktioniert. Was jetzt noch fehlt, das ist jetzt provisorisch eine Küchenzeile. Und das ist jetzt einfach nur so ein Staufach, jetzt provisorisch. Das großzügige Doppelbett ist zum Glück schon fertig. Für uns war das Nötigste eben halt ein Bett, dass wir trocken schlafen können. Und dann war uns eigentlich alles andere, wie gesagt, das andere ist dann nice to have. Insofern ist das jetzt für uns schon irgendwie ein Traum. Ja, also selbst wenn es regnet, wir gucken raus, wir sehen ein bisschen die Berge, wir sehen das Meer, das ist, ja. In Borken im Münsterland haben sich Sophia und Carsten für ein ganz spezielles Campingmobil entschieden. Sie bauen einen ehemaligen Linienbus zu einem Wohnmobil um. Ich habe auch gedacht, das wird bestimmt irgendwas Beklopptes sein, weil ich kenne ihn ja nun mal. Aber dass es ein ganzer 12 Meter langer Bus ist, bin ich kurz vom Glauben abgefallen, ja. Es wurde dunkel im Wohnzimmer, als ich den vor der Tür geparkt habe. Ich kann nicht klein. 26 Jahre hat der Bus schon auf dem Buckel. Und auf dem Tacho 1 Million Kilometer. Für 2.500 € gehört er nun den Rudolfs. Das XXL-Projekt nimmt schnell Formen an. Größte Herausforderung? Der Innenausbau. Geht doch. Für die Verkleidung der Decke hat Carsten Kunststoffpaneele für 600 € gekauft. Die Decke ist fast bis zum Ende fertig, ne? Ich finde das in Ordnung so. Passt. Tschüss. Perfekt. So. Auch von außen soll der Bus richtig schick aussehen. Sophia ist für die Farbe gelb. Aber Carsten setzt sich durch. Der Bus wird olivgrün gestrichen. Lass mal gucken hier. Gucken? Mein Gott, ja, guck mal an. Es war ja doch die richtige Entscheidung, ne? Sag das bitte noch einmal. Farbe genommen hat. Sag das nochmal. Nochmal bitte. Das reicht. Nee, richtig, dass ich es verstehe. So, da. Nochmal. War die richtige Entscheidung? Ja, danke. Der letzte Farbschliff war das aber noch nicht. Nach Gelb und Olivgrün entscheiden sich die Rudolfs letztlich für ein schickes Weiß. Aber ja, wir fanden es dann irgendwie edler und schöner und deswegen ist er dann jetzt weiß geworden. Und ich musste ja ihm recht geben, dass es echt schön aussieht. Du hattest mir auch schon recht gegeben bei dem Oliv. Ja, habe ich dir auch schon recht gegeben. Also reicht aber jetzt mit recht geben, ne? Ja, und jetzt haben wir 3 Lackschichten drauf, jetzt kann weniger Also Rost kommen. Ist der super gegen Rost geschützt. Von außen gut gegen Rost geschützt und innen hochwertig ausgestattet. Aus einem ehemaligen Linienbus ist ein richtiges Wohnmobil geworden. Also
hier im Bus eigentlich eine stinknormale Küche, also eine komplette Küchenzeile. Normaler Kühlschrank, Backofen, Herd. Das Einzige, was wir echt aus dem Campingbedarf haben, ist dieser Wasserhahn. Wir sind eigentlich sehr stolz auf uns, dass wir das so geschafft haben und überhaupt alles so hingekriegt haben jetzt noch und dass der dann doch so schön geworden ist. Ja. Und wie schön der geworden ist. In Viersen machen Svenja und Jan einen alten Kastenwagen campingtauglich. Sie wollen damit eine 3500 Kilometer lange Reise ans Nordkap wagen. Schon bald soll das ehemalige Baufahrzeug von innen so aussehen. Der Anfang klingt simpel. Erstmal einen Hängeschrank bauen, aber leicht ist das nicht. Es ist so beschissen geworden. Ja, das ist egal. Ich glaube, der Jan hat mittlerweile gelernt, dass es in manchen Situationen klug ist, einfach gar nichts zu sagen, um mich in Ruhe zu lassen. Meistens ist der Jan aber auch nicht so klug, der sagt dann nämlich trotzdem was. Dann eskaliert das Ganze schon mal ganz gerne. Zur Eskalation kommt es zum Glück nicht. Mehrere Stunden werkeln die beiden an ihrem Hängeschrank. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Oder? Ich bin nicht zufrieden. Nein? Nein, es sieht nicht schön aus hiermit, weil das so dreieckig alles ist. Eigentlich hatten die beiden vorher einen exakten Plan entwickelt. Das Konzept war, dass wir den Hängeschrank heute fertig haben und heute Abend aufklappen können. Ja? Ja, wie okay. So oft, ne? 9 Monate später. Die Hängeschränke sind angebracht und auch der Rest im Inneren kann sich sehen lassen. Also der Kühlschrank funktioniert. Ist Bier schon kalt? Ja. Ja, sehr gut. Die beiden Camper-Neulinge sind bestens ausgerüstet, aber auch völlig ahnungslos. Ich bin sehr gespannt, wie das so wird. Also auch so Campingplatz-Mentalität. Wir sind noch nie auf einem Campingplatz gewesen. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich habe immer so die Vorstellung von Kleingartenverein. Warst du noch nie auf einem Campingplatz? Ich war noch nie auf einem Campingplatz. Nee. Das Paar träumt von abgeschiedenen Seen, einsamen Fjorden und dem Sehnsuchtsziel Nordkap. Auch ich bin unterwegs zu meinem Campingziel, dem Campingpark Sorpesee im Sauerland. Dieser Campingplatz liegt an einer der schönsten Talsperren der Region. Neben einem klassischen Zeltplatz gibt es hier auch Platz für Dauercamper, Wohnmobil- oder Wohnwagenbesitzer. Hallo Herr Levermann, grüß Ja, dich. hallo. Moin. Lage, ne? Ja, wunderbar. Sensationell. Wo kann ich mich denn hinstellen? Wenn Sie jetzt durch das Tor fahren da Ja. und dann rechts um die Ecke oder auf die Nummer 6. Alles klar, so Ja. machen wir. Bis gleich. Okay. Martin Levermann ist schon seit 1974 der Betreiber dieses Campingplatzes. Der Familiencampingpark ist einer von über 300 Campingplätzen in ganz Nordrhein-Westfalen. Wir haben Schlickprobleme, sag ich mal. Ich will auch nicht zu viel Gas geben, weil sonst hänge ich, glaube ich, hinten drin. Ich glaube, wir lassen halt einfach mal so stehen, würde ich sagen, oder? Spanien. Auch Petra und Rüdiger Erbslö sind auf ihrem Campingplatz angekommen. Aber der hat so seine Tücken. Mach mal runter, zieh mal nach vorne und du bist zu voreilig. Ja, Ganz ruhig. So, jetzt gehst du mal hin. Du stehst hinten nur noch so ein Stückchen von der Mauer. was soll ich denn jetzt machen? Was wird von mir verlangt? Klare Anweisung jetzt. 7 Meter Wohnmobil muss Rüdiger rangieren. Das kann schon mal stressig werden. Wo muss ich denn jetzt rein? Wir fahren, wo du jetzt gerade rein wolltest. Ich weiß das nicht mehr, wo das ist. Ganz ruhig. Da hinter dem Schild. Ganz ruhig. Ausholen, rum. Ja, da brauchst du mal nichts zu sagen. Die Ankunft klappt unfallfrei. Rüdiger ist trotzdem ziemlich angespannt. Aber Petra weiß damit umzugehen. Wenn man einen launischen Mann hat, der immer, sagen wir mal, der oft Stress macht, wenn du so fährst und wenn du irgendwo ankommst, am besten geht man nach innen, macht seinen eigenen Kram und lässt ihn dann machen. Dann ist es gut. Kannst du nicht ändern. Lebe ich ja schon lange mit, ne? Nee, auf so kleinen Straßen dann drehen und wenden, das ist... Dafür entschädigt die Aussicht auf die Costa Dorada. ist gebongt, ne? Hör mal, ist das geil oder ist das geil? Bei allem Stress, solch ein Anblick
ist einfach einmalig. Sprockhövel. Hier stehen Simone und Ines vor ganz anderen Herausforderungen. Simone ist nach einer Keiminfektion gehbehindert. Deshalb stattet das Paar seinen Wohnwagen mit Hilfsmitteln aus. Im Endeffekt geht es darum, dass ich in Zukunft sehr wahrscheinlich auch dauerhaft im Rollstuhl sitze. Und jetzt bauen wir schon vorsorglich halt alles so um, dass ich halt, wenn der Tag X kommt, auch rein und rauskomme. Und das soll ihr mit Hilfe einer Seilwinde und einer Rampe gelingen. Das ist nicht schwierig. Merkst du es? Ja. Bleib schön vorne. Ja. Halt. Ja. Ja. Mann. Ja, das geht, da passiert nichts. Nein. Doch. Das ist schon eng hier, ne, mit den Greifern. Ja, aber besser so als anders. Jetzt musst du durch die Tür durch. Gib Stoff. Ja, warte, lass ziehen. Der Knopf ist so klein. Ach, das geht. Hey, super. Problemlos kann die 49-Jährige nun in ihren Wohnwagen ein- und aussteigen. Das Paar hat aber mehr Ideen, die Simone das Campingleben erleichtern. Wie eine spezielle Toilette für ihren Wohnwagen, die Ines in einem Fachbetrieb bestellt hat. Moin! Moin. Hallo. Hi. Ah, guck mal, schon die Vorkehrung. Super. Dass sie sich mal so intensiv mit einer Toilette beschäftigen würde, hätte Ines auch nicht gedacht. Die Schüssel wird durch eine Folie bedeckt und soll so vor Keimen schützen. Der Preis hat es in sich, 1.250 €. Dafür ist das Ergebnis aber ziemlich überzeugend. Und dann drückst du jetzt auf das Kleine einmal. Ist ja angenehm. Das war's. Guck mal. Guten Tag. Ja, das ist ja granatenfest. Guck mal, da kommt ja gar nichts. Ist das super, oder? Ergebnis ist toll. Hm? Ergebnis ist toll. Ja, ne? Und kannst ja in jedem öffentlichen Mülleimer. Genau. Rein theoretisch. Man freut man sich schon mal auf eine Toilette, ne? Heute ist so. Jetzt ist Ines auf das Urteil ihrer Freundin Simone gespannt. Die kann man auch drehen. Ja. Die sieht höher aus, ne? Ja, die ist 3 cm höher. Du, das ist ein Sitzgefühl. Ich weiß nicht, ob der Deckel so stabil ist. Oh. Doofe Kuh. Nein, doch nicht wegen dir, weil das Material so filigran ist. Ich habe ja ganz genau verstanden. Nein. Ich weiß nicht, ob der Deckel so immer ein Sitzgefühl, da kann man an der frischen Luft pupen. Dem ersten gemeinsamen Campingurlaub steht also nichts im Weg. Auf dem Weg in die Niederlande freuen sich Mette und seine Frau Derja auf ihren Campingurlaub. Gemeinsam mit ihren 3 Kindern geht es auf einen Campingplatz in Wessem. Einen Stellplatz hat die Familie schon. Um seinen Wohnwagen perfekt einzuparken, hat sich der Familienvater extra eine elektrische Rangierhilfe gekauft. Wir haben einen Mover, dann würde ich mit dem Mover quasi genau schön so dicht an die Bäume so ranfahren und hier parken. Und dann müsste eigentlich der Platz, Schatz, unsere Parzelle sein. Dann, ne? So könnte ich mir das Ganze vorstellen. Mit dem Mover kann Mette den Wohnwagen wie ein ferngesteuertes Auto bewegen. Klingt praktisch, ist aber nicht billig. Er kostet um die 1.000 €. Das wäre jetzt hier peinlich, ne? So, erste Aktion am Campingplatz und der Mover geht nicht, Schatz. Hör mal, das wäre doch was, ne? Das wäre ein Bild für Götter. Ja. Aber das ist ja nicht jetzt der Fall, oder? Der Hersteller behauptet jedenfalls, dass damit zentimetergenau rangiert werden kann. Gut, dann probieren wir mal. Oh. Was war das? Schau mal. Funktioniert's nicht. Hä?
Erstmal nicht, ne? Hast du es schon mal gemacht davor? Ist die Batterie leer? Hör mal, ist die Batterie leer? Oh Gott. Ja, jetzt hast du zu sehr von deinem Mover geschwärmt und jetzt funktioniert der nicht. War ja klar. Irgendwie verstehe ich nicht, weil laut System ist die Batterie voll, 14,5 Volt, ne? Aber der Mover geht nicht. Aus welchem Grund auch immer. Warte mal schnell. Vielleicht geht es ja mit normalem Strom? So, ich schalte den nochmal an. Stopp mal. Ach, die Handbremse ist ja drauf. Oh, Scheibenkleister. Kann ja gar nicht funktionieren. Oh ja, Bombe. Läuft, läuft, läuft. Ja, heilige Bimbam. Was war das hier für ein Action jetzt schon wieder? Ja, cool ist es schon, ne? So, das schaut doch gut aus, Schatz. Ich bin sehr erleichtert. Ne? Zum Glück hat das wohl jetzt so niemand so ganz aktiv mitbekommen, das Malheur hier im Umfeld. Ne? Das schaut sehr gut aus. Ne? Und wie gesagt, also momentan läuft es erstmal gut. Ne? Also irgendwie doch noch mal gut gegangen. Auf dem Campingplatz am Sorpesee will ich mir jetzt aber erst einmal die neuesten Campingtrends ansehen. Und die zeigt mir der Besitzer Martin Levermann. Der Campingboom reißt nicht ab, oder? Nein, im Gegenteil. Also geht immer weiter. Geht immer weiter im Moment. Ja, ja, ist schon eine tolle Sache. Können Sie das auch tatsächlich mal so an Zahlen ausdrücken? Also wir haben jetzt schon dieses Jahr, war natürlich auch Top-Wetter, 30% mehr als letztes Jahr. Und letztes Jahr und vorletztes Jahr waren auch schon Rekordjahre. Es war eigentlich letzten 5, 6 Jahre jedes Jahr mehr. Ja, sowohl auf Stellplätzen als auch in Glampinghütten und so. Also trotz Corona, wir hatten ja auch lange zu zwischendurch, aber dann wurde das alles im Rest des Jahres nachgeholt. Ja. Und ich sehe, Sie haben ja auch fleißig investiert in Richtung Glamping eben, Glampinghütten. Verschiedene Hütten kann man sich hier aussuchen. Was ist so Ihr absolutes Highlight? Ja, das Highlight sind natürlich die Baumhäuser. Baumhäuser? Ja. Die haben wir vor 3, 4 Jahren haben wir da angefangen, die zu bauen. Und die gehen weg wie warme Semmeln. Ja, gucken wir uns doch mal so eins an, wie gesagt. Ja, gerne. Vorher geht es aber in die Toskana. Genauer gesagt nach Siena. Petra und Rüdiger Erbslö wollen die berühmte Stadt erkunden. Die gemeinsame Zeit, die sie durch ihre Reisen mit dem Wohnmobil verbringen, ist intensiv. Nach 40 Jahren Ehe eine neue Erfahrung für das Paar. Das festigt schon eine Beziehung, würde ich sagen. Das wird schon intensiver. Nicht? Man genießt die Zeit zusammen. Das ist ja auf kleinstem Wohnraum, dass du alles zusammen machst. Kannst dich natürlich auch streiten auf kleinstem Wohnraum. Aber im Prinzip klappt das viel besser im Wohnmobil, haben wir festgestellt, als zu Hause. Nicht? Irre, ne? Wie die gebaut haben, was die bauen. Da jetzt runter. Oh, ist egal jetzt. Und dann gehen wir dann da hoch. Ich weiß nicht, oder so. Nee, wir gehen hier auch runter. Wir nehmen jetzt mal den kürzesten Weg. Orientierung. Ein Riesenproblem in den vielen Gassen. Ein Highlight in Siena? Der Dom. Ein Bau aus weißem und schwarzem Marmor. Wenn hier jetzt ein Wunsch in Erfüllung gehen könnte. Gesundheit. Gesundheit, ja. Ich will mir Gesundheit wünschen und vielleicht auch in Anbetracht der Weltlage Frieden. Aber erstmal für dich Gesundheit. Und für alle anderen Frieden. Frieden, ja. Genau. Streicheln wir noch eine Stunde. Finde ich schon wieder ganz anders als in den anderen Städten, wo wir gewesen sind. Ne? Es wird für mich nicht langweilig. So Steine gucken, das ist ja Architektur, das ist ja toll. Sowas interessiert einen ja. Ja, und hinter jeder Ecke, Kurve, gibt es eine Seitenstraße und die verläuft wieder anders, dann sieht es wieder anders aus. Wir suchen eigentlich das Zentrum hier. Und das ist ja der große Platz des großen Turniers. So, und da wollen wir eigentlich hin. Alle Wege führen in Siena zum zentralen Platz, der Piazza del Campo. Hier wird 2- bis 3-mal jährlich eines der berühmtesten und härtesten Pferderennen der Welt ausgetragen. Ach, guck mal. Toll, ne? Das ist schon faszinierend. Und hier ist das berühmte Pferderennen. La Palio oder so, ne? Unglaublich. Kann man sich so gar nicht vorstellen, ne? Oh, wie es ja hoch und runter geht, ne? Und dann wird hier geritten um den Sieg. Und hier in der Mitte sind zigtausende Menschen.
Unvorstellbar. Mit ganz besonderen neuen Eindrücken setzen die Erbslös ihre Reise fort. Callantsoog an der holländischen Küste. Ines und Simone sind über 300 Kilometer aus Sprockhövel mit ihrem Wohnwagen gefahren. Das Paar will an den Strand, so wie vor 20 Jahren, als sie zum ersten Mal hier Urlaub gemacht haben. Damals noch ohne Rollstuhl. Ja, man hat hier eine gute Zeit verbracht. Wir Ne? waren gesund. Fühlten uns wohl. Wir waren gesund, wir hatten kein Geld, aber wir hatten tolle Urlaube hier. Ja, okay. Nee, Ines, ohne. Ich gehe zu Fuß da hoch. Was sollen wir denn da oben? Och, das tut mir jetzt leid. Ich habe das nicht gesehen. Da war ich falsch im Plan. Ja. Einmal ohne Rollstuhl. Den Sand unter den Füßen fühlen. Gleich hinter den Dünen liegt der lange Strand. 600 Meter sind es bis zum Meer. Ist das schön? Ja. Das ist super. So. Riechst du das? Ja. Die Meerluft. Ein Restaurant lädt unterwegs zur kurzen Pause ein. Und Poffertjes, kleine holländische Pfannkuchen, gehören für die beiden immer dazu. Guck mal, ich bin ja immer so eine kleine Gabel. Hm? Lecker. Wirklich lecker. Lecker. Ist schon was anderes als bei uns. Ja, das passt schon gut. Schmeckt es, Frau Werner? Das schmeckt super. Es schmeckt, ne? Möchtest du das essen? Ja, kann ich nur empfehlen. Toll. Sehr lecker. Solche unvergesslichen Momente noch einmal erleben. Das geht jetzt wieder. Dem Wohnwagen sei Dank. Kombination Rollstuhl und Hund ist halt echt schwierig. Und das ist auf dem Campingplatz gar kein Thema. Du hast immer alles zusammen. Du weißt, dass die Einrichtung, dass das Bett und alles super abgestimmt ist. Das passt halt. Nee, man fühlt sich zu Hause, ne? Ist wie ein kleines Haus. Nach der kleinen Stärkung geht es weiter. Jetzt sind es nur noch ein paar Schritte bis zum Wasser. So, da haben wir Sand unter den Füßen. Die ganzen Eindrücke, die Emotionen. Ich lebe ja sonst recht zurückgezogen, wenn man das so isoliert nicht, aber zurückgezogen. Und das sind ja auf einmal alles Eindrücke. Und das nach all den Ängsten. Lange war unklar, ob gemeinsame Reisen für das Paar überhaupt noch möglich sind. Sie hatte die Vision und hat das alles vorgearbeitet. Da bin ich ja ihr wahnsinnig dankbar für. Dass Madame hier stehen kann, das freut mich sehr. Dass wir reisen können, das freut mich sehr. Dass wir einfach noch mal an die Orte können, die uns vorher viel bedeutet haben. Dass wir wirklich neue Erinnerungen dadurch schaffen können. Und meine Grundidee finde ich toll, dass die aufgegangen ist. Toll, dass du das alles mitmachst. An der Atlantikküste in Frankreich sind Andreas und Britta voller Pläne. Sie wollen aufs Wasser. Also ich habe eine Bootstour gebucht und wir werden gleich auf den Kanälen fahren. Da sehen wir ein paar schöne Tiere, ein paar schöne Pflanzen. Es soll sehr grün hier sein alles und ja, ich bin schon ganz neugierig. Der Weg führt direkt am Wasser entlang. Eine wunderschöne Radstrecke. 2 Kilometer sind es bis ins Zentrum von Coulon. Eine beschauliche Gemeinde, in der es zur Ferienzeit ganz schön trubelig zugeht. Britta sucht Erholung. Ob sie die hier finden wird? Deutsch? Ja. Yes. Okay, ich rede Deutsch ein bisschen. Wow. Ich mache viel Fehler, aber ich glaube, ihr würdet verstanden, was ich sage. Wenn ich Französisch rede, verstehst du gar nichts. Kein Problem.
Kranführerin Axel ist in Collonges aufgewachsen und kennt das Moorgebiet bestens. Bonjour. Das riesige Kanalsystem wird von vielen Urlaubern bewundert. Eigentlich suchen die beiden Camper aus Dorsten aber Stille und Abgeschiedenheit. Kann man jetzt auch aus der Masse raus irgendwie, wenn da jetzt so viele kommen? Ja, wir werden einen sehr, sehr kleinen Kanäle bringen, so mit niemand. Das ist schön. Sehr schön. Mit niemand. Oh ja. Die Studentin kennt die schönsten Schleichwege. Als Studentenjob ist das natürlich toll, ne, wenn man sowas macht. Ich habe bei Karstadt in der Augenoptikabteilung gearbeitet, war was anderes. Dann lässt der Rummel nach. Britta und Andreas genießen die Stille. Es ist traumhaft. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Ich finde es einfach großartig, die Stille zu haben. Wo findest du das zu Hause noch? Normalerweise mag ich ja viel Wind und Wellen, aber im Endeffekt ist es doch das Gleiche. Man hat Spaß und Freude und Entspannung und das geht so ja natürlich auch. Also ich kann auch dümpeln. Andreas bekommt bei diesem Ausflug, was er gesucht hat. 1,5 Stunden Entschleunigung. Vielen Dank, es war richtig schön. Vielen Dank. danke. Tolle Begleitung. Herzlichen Dank. Danke, es war auch eine Pleasure für mich. Und eine große Freude für Andreas und Britta. Zurück am Sorpesee. Mir wurde ja versprochen, hier gibt es richtig schöne Baumhäuser. Ich meine, das sieht natürlich wirklich toll aus, ne? Vor allem direkt erste Lage hier, erste Reihe, beste Lage, direkt Blick auf den See. Das ist schon nicht ohne, ne? Hat natürlich schon was. Und jetzt sehe ich hier, wir haben mal Clara, das Haus Nils. Wen haben wir noch? Michel und Nele. Ja, sind das Kinder alles von Ihnen, oder? Nee, so viel habe ich nicht. Zwei. Okay. Zwei. Also Clara und Nils sind meine Kinder und Ja. Michel ist ein Neffe von mir. Nele ist einfach nur Nele, weil ich den Namen toll fand. Okay. Ja, sind noch weitere Häuser geplant? Dann würde ich sagen, können wir vielleicht noch eins Daniel nennen, oder? Ja, es sind noch 2 geplant. Ja. Na, müssen wir dann mal gucken. Fast 5 Meter hoch sind die Baumhäuser. Die Aussicht ist auf jeden Fall schon mal toll. Gemütlich. Ja, ne? Finde ich auch. Absolut, muss man sagen. Und so auf den ersten Blick, alles soweit da. Küche, kann mich selber hier verpflegen. Esse hier auch drin mit einem super Blick. Wie viele Leute passen hier rein? 5. 5 insgesamt. Mhm. Und Sie haben ja gesagt, die gehen weg wie warme Semmeln. Wann sollte ich denn buchen am besten? Es kommt natürlich auf die Saison an. Jetzt so in der Nebensaison geht das noch, da ist schon mal was frei. Aber so in der Hauptsaison sollte man mindestens ein Jahr vorher buchen. Und wie liegen wir denn preislich hier? Natürlich auch mal saisonabhängig. Also jetzt in der Nebensaison, zum Beispiel Montag bis Freitag, 329 €. Das ist natürlich relativ günstig. Ja. In den Sommerferien kostet eine Woche 1200 €. Ist natürlich dann schon etwas teurer. Ja. Ich finde, das hat ja auch so ein bisschen so skandinavischen Flair, ne? Vor allem auch jetzt hier mit diesen Häusern. Und das wissen natürlich auch unsere Camper, die sind auch in Skandinavien unterwegs. Aber viele von ihnen zieht es auch in Richtung Süden. In Dorsten im Ruhrgebiet haben sich Andreas und Britta für ein ganz besonderes Campinggefährt entschieden. Einen sogenannten Fifth-Wheeler. 8,50 Meter lang, 3,30 Meter hoch und ganz schön breit. Der Clou? Mit dem elektrischen Slide-Out wächst der Wohnraum auf 3 Meter. Ein Raumwunder auf Rädern. Ich bin 1,78 mal gewesen und das sind 2,20 Meter. Und diese Raumhöhe ist ein anderes Gefühl. Ne? Erst habe ich mir gedacht, ja, irgendwie so was Kleines reicht doch völlig aus. Aber wenn du dann dieses Raumgefühl einmal hast und auch mit diesem Slide-Out, dass du einfach, es ist ein ganz anderes Raumgefühl. Es ist wie eine Ferienwohnung. Der Wohnauflieger hat außerdem ein Schlafzimmer mit Doppelbett, LED-Beleuchtung und Fernseher. Ein stilvolles Duschbad mit richtigem Waschbecken. Und eine voll ausgestattete Küche, die besonders Britta gut gefällt. Mit 4 Gaskochfeldern, einer praktischen Mikrowelle und viel Platz. Also es sind schon sehr viele und geräumige Schränke auch. Es passt alles rein. Zu Andreas Lieblingsplätzen zählt die große Sitzecke. Von hier aus kann er ein besonderes Highlight genießen.
Es ist schön. Es fährt dann hoch, Boxen. Und das ist dann halt eben auch extra in so einem Angebot. So viel Luxus hat seinen Preis. Ab 90.000 € gibt es die Wohnauflieger in der Basisausstattung. Und damit wagt das Ehepaar das Campingabenteuer. Bei ihrem Trip an die Atlantikküste Frankreichs zeigt sich, mit dem riesigen Wohnauflieger kann es auch mal ganz schön eng werden. Dieser Eckplatz ist das, Andreas. Welcher? Der hier. Schön ist der, ne? Wunderschön, da ist der Strand. Ja, Strand ist gut. Ich gucke erst mal, wie ich hier schön reinkomme. Das Problem: eine Kuhle muss überbrückt werden. Mit dem 13 Meter langen Gespann ist das für Andreas eine echte Herausforderung. No, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Mach mal ein Stück vor weiter nochmal. Ja, noch ein Stück. So, jetzt bist du wieder los. Jetzt bist du wieder los. Du musst halt nur auf die Ecke hier oben aufpassen. Warte, nee, passt nicht. Wird nichts, es wird nichts. Muss noch mal vor. Im Moment bin ich so aufgeregt. Ich bin froh, dass er das alles managt. Dass ich das nicht machen muss. Sonst wären, glaube ich, schon die Fetzen geflogen. Zum Glück sind deutsche Campingnachbarn zur Unterstützung dabei. Passt. Sieht gut aus. Das reicht, Andreas. Das reicht. So ein schwieriges Manöver. Aber du hast es gemeistert. In einer Ruhe, die ich wahrscheinlich nicht aufbringen könnte. Ruhe bewahren. Auch das ist beim Camping von großem Vorteil. Borken in Westfalen. Sophia und Carsten starten mit ihrem zu einem Wohnmobil umgebauten Linienbus das Campingabenteuer. Der Bus ist 12 Meter lang. Für ihr Gepäck braucht die Familie noch einen ganz besonderen Anhänger. Ich habe das jetzt die Platte hier von unten nach oben gebaut, dass er nicht arg zu schräg hinterher hängt. Weil die Anhängerkupplung vom Bus ist bedeutend höher wie die vom PKW. Wir müssen erst den Anhänger anhängen. Und deswegen steht er leicht schräg hinterm Bus. Aber es hält sich in Grenzen jetzt. Ist alles völlig in Ordnung. Ich habe sogar prüfen lassen extra. Das ist völlig okay. Kann uns keiner ans Bein pullern. Guck mal, wenn du dich da hinten hinstellst, wie schräg der hinterm Bus, normal steht der ja so. Aber das ist alles okay. Völlig okay. Mit Tempo 80 geht es Richtung Autobahn. Carsten manövriert Bus und Anhänger gekonnt. Insgesamt 16 Meter. Auf den schiefen Anhänger zu achten, ist für ihn aber neu. Ich habe jetzt auch nicht überprüft, ob mein scheiß Blinker funktioniert, ne? Am Anhänger? Ja. Soll ich mal gucken? Ja, jetzt kannst du mal eben gucken, ob beide Seiten funktionieren. Ich mache die mal hin und her. Kannst du mal eben machen. Geht? Beide. Perfekt. Weniger perfekt, der Anhänger gerät dabei teilweise in Schieflage. Ja, jetzt mit dem Anhänger knapp, ey. Wenn er nicht so aufgesetzt hat, ey. Sicherheitshalber entscheiden sie sich für einen Zwischenstopp. Einmal Kontrolle machen. Beide Kappen weg? Jo. Ach, das ist nur Kosmetik. Ohne Anhängerkappen wird die Reise fortgesetzt. Nächster Stopp, sie müssen mit ihrem Bus auf eine Fähre. Ey, wir sind an der Fähre, Schatz. Ja. Wir sind an der Fähre. Ja, der olle Opa hat tatsächlich bis hierhin geschafft. Boah. Wohnmobile von dieser Größe sind hier die Ausnahme. Gute Nacht. Ja, die Zeit ist einfach zu kurz. Das Leben ist zu kurz für kleine Wohnmobile. 340 Autos finden auf der Fähre normalerweise Platz. Zumindest, wenn sie nicht so lang sind wie Carstens Reisebus. Es wird eng. Wow, muss die Tür noch aufgehen, ne? Oh, fuck. So ein XXL-Camper ist halt nichts für schwache Nerven. Schweden.
Hier in den tiefen Wäldern sind David und Alex mit ihrem Unimog und 2 Freunden unterwegs. Das nächste Ziel, ein idyllisches Plätzchen direkt an einem See. Doch es gibt auch Bedenken. Wir wissen nicht, ob wir mit den großen Autos hier überall durchkommen, ob wir die eine oder andere Stelle umfahren müssen, können, dürfen, wie wir umfahren, ob dann vielleicht die Umfahrung das eigentliche Abenteuer wird. Wir werden sehen. Ob sie ihren Wunschplatz finden werden? Zunächst fahren sie 30 Kilometer auf asphaltierten Landstraßen. Dann geht es weiter auf Schotterpisten. Plötzlich ein gravierendes Hindernis vor den beiden 7-Tonnern. Die Strecke jetzt, ein Abschnitt, ist für über 3,5 Tonnen gesperrt. Und wir gucken mal, warum. Ob das irgendwie eine Brücke ist, wo wir dann umdrehen, oder ob das irgendwie, wie auch immer, ob das falsch aufgestellt ist. Sie entscheiden sich für die Weiterfahrt. Wenn sie umdrehen, wäre das ein Umweg von knapp 20 Kilometern. Dann zeigt sich das wahre Problem. Eine Brücke ist für das Gewicht ihrer Fahrzeuge nicht zugelassen. Mitfahrer Henning ist trotzdem optimistisch. Du brauchst keine Angst haben. Ja. Dann ab dafür. Sie wagen es tatsächlich. Und die Brücke trägt das alte Feuerwehrauto. Auch ihre Freunde kommen sicher auf die andere Seite. Der gröbste Stress ist überwunden. Glauben sie zumindest. Denn das nächste Problem wartet schon. Wo geht es hier bitte zum See? Fahren wir noch ein Stück weiter? Nee, weil das ist weiter weg vom Wasser. Ja. Also nochmal zurück. Ist aber auch wirklich nicht leicht, in den Wäldern Schwedens den Überblick zu behalten. Vor allem, wenn die App mit dem GPS verrückt spielt. Unheimlich schwer, hier an der Stelle an den See zu kommen, weil so viel Wald drumherum ist. Das haben wir unterschätzt. 3 Stunden später und knapp 50 Kilometer weiter finden die 4 tatsächlich einen Stellplatz mit direktem Seezugang. Diese Aussicht haben sie sich jetzt redlich verdient.